Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Und zwar wollen wir heute Java in einem einzigen Video lernen. Geil, oder? Quasi eine komplette Playlist an einem Tag. Das ist schon cool. Aber natürlich kann ich hier nicht ganz so ins Detail gehen, wie ich das in meinen Playlists tue. Ihr wisst, Kotlin hat mittlerweile über 100 Videos. Und Java habe ich auch schon über 100 Videos gemacht. Das heißt, wenn ihr irgendwas zu diesem Thema heute nicht versteht, in den Infokarten sind meine Playlists verlinkt. Das heißt, da einfach mal bitte draufklicken und dann da mal reingucken, ob ich das da vielleicht genauer erklärt habe, beziehungsweise ich habe das auf jeden Fall genauer erklärt. Ihr könnt da definitiv reingucken. So. Aber im Endeffekt solltet ihr nach diesem Video in der Lage sein, Java zu programmieren. Ihr braucht natürlich sehr viel Übung und vielleicht müsst ihr euch das Video nochmal angucken. Ich werde hier natürlich nicht so viele Beispiele bringen, weil in einem Video, ne? Und ihr braucht deswegen auch sehr viel mehr Übung. Und wenn ihr ein Konzept nicht versteht, dann schaut euch entweder das äquivalente Video dazu in der Programmieren-Lernen-Playlist auch gerne an. Die erklärt die Konzepte ganz gut. Oder eben in der Java-Playlist oder hier einfach noch ein zweites Mal. Pausiert mich auch wirklich, wenn ihr nicht weiterkommt, beziehungsweise wenn ihr gerade was ausprobiert. Also nicht einfach durchgucken, sondern die einzelnen Konzepte bitte nachprogrammieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Wir wollen heute Java in einem Video lernen, dazu müssen wir aber zuerst einmal Java installieren. Das ist in meiner Java Tutorial Erste Schritte Playlist erklärt und ich verlinke euch hier nur, wo ihr quasi Java findet. Ich denke, das kriegt ihr alleine hin und dann braucht ihr natürlich eine Entwicklungsumgebung. Und die Entwicklungsumgebung unserer Wahl in dieser Reihe hier, oder heute ist zumindest IntelliJ IDE. Ja, dieses A hinten dran, das wird irgendwie nie ausgesprochen. Die IntelliJ IDE, die ist eine relativ moderne Entwicklungsumgebung, wo ihr quasi euren Code schreibt, ihr könnt ihn ausführen, ihr könnt ihn debuggen, ihr könnt eigentlich alles machen. Das heißt, das Ding nimmt euch sehr, sehr viel Arbeit ab und das ist bei Java gar nicht mal so unwichtig, weil Java sehr, sehr viel Code wird, okay? Und ja, deswegen würde ich euch tatsächlich die hier empfehlen. Es gibt zwei Versionen, also ihr findet das natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Ihr findet zwei Versionen davon, und zwar einmal die IntelliJ IDE normal, also die Ultimate Edition, das ist die, die was kostet, beziehungsweise die für Schüler und Studenten kostenlos ist. Und ihr findet die Community Edition, die ist komplett kostenlos, die würde ich euch auch tatsächlich empfehlen, weil bei der Ultimate ist halt noch so Zeug drin wie Webentwicklung, das braucht ihr eigentlich gar nicht mehr. Ihr könnt hier unten auch das ganze Ding vergleichen. Ihr seht erstmal, das meiste ist echt gleich, aber dann habt ihr halt so Sachen wie Profiling Tools, Spring, Java EE und so weiter und so fort. Ganz komische Sachen, die ihr halt da nicht dabei habt bei der Gratis-Version und die halt nur bei der kommerziellen Version sind. Aber die brauchen wir hier in der Reihe eh nicht. Es geht uns im Endeffekt hier um Java und die bekommt ihr hier eben auch in der Community Edition. Ihr findet das ganze Ding auch für jede einzelne für jedes einzelne Betriebssystem, wahrscheinlich die meisten von euch Windows, aber Mac gibt's auch und Linux gibt's auch. Und in Linux speziell findet ihr das ganze Ding natürlich auch meistens in den Paketquellen, kann ich euch auch sehr empfehlen. So, wenn ihr das Ganze dann auch installiert habt, dann findet ihr so eine IDE. Ihr könnt ein neues Java-Projekt erstellen unter File, New Project und dann habt ihr hier eben die Möglichkeit Java auszuwählen, was ich euch auch empfehlen würde, weil ihr ja Java programmieren wollt. Und dann geht ihr hier einfach auf Next. Kein Groovy, kein irgendwas braucht ihr hier gerade nicht, kein Kotlin vor allem. Kotlin ist eine andere Sprache. Die könnt ihr auch bei mir lernen, aber das ist nicht das, was wir heute machen wollen. Ihr könnt hier dieses Create Project from Template Command Line App, könnt ihr reinmachen, müsst ihr aber nicht. Und dann einfach hier auf Next und schon habt ihr quasi euer Projekt fertig. Also hier natürlich noch auf Finish klicken, ja. Und schon habt ihr quasi das hier fertig. Und ja, hier sehen wir auch direkt, wie euer Projekt aufgebaut ist. Das heißt, wir haben zunächst einmal diesen Punkt Idea-Ordner, der übrigens nur von IntelliJ ist, also von eurer Entwicklungsumgebung hier. Das Ding ist die Entwicklungsumgebung übrigens. Und ja, der ist nicht wirklich relevant. Da sind Einstellungen gespeichert, die braucht ihr nicht. Und dann habt ihr hier tatsächlich SRC und dann Company. Ja. Dazu kommen wir später noch, das ist das Paket. Das ist jetzt nicht so wichtig. Und dann haben wir hier die Main-Datei und dann sehen wir auch direkt, wenn wir die aufmachen, landen wir hier. Und die Main-Datei ist tatsächlich jetzt die Klasse oder halt der Punkt, wo euer Code das allererste Mal ausgeführt wird. Das heißt, wenn ihr hier rein, write your code hier, wenn ihr hier das Zeug reinschreibt, ja, dann habt ihr die Möglichkeit tatsächlich den Code zu verwenden. Und das machen wir jetzt als allererstes mal, um zu testen, ob unser Code auch oder unser Projekt auch wirklich funktioniert. System.out.println und dann können wir hier natürlich, das obligatorische Hallo Welt muss natürlich sein. Wir machen aber noch eine 42 hinten dran, weil wir cool sind. Okay.
Und ja, jetzt findet ihr hier oben in den meisten Fällen schon dieses Main vorher angegeben. Ihr habt hier drüben aber auch so einen kleinen grünen Knopf, da könnt ihr auch draufklicken, dann wird das ganze Ding ausgeführt. Ihr könnt aber auch hier oben draufklicken oder diese ganzen Einstellungen hier bearbeiten unter Edit Configurations. Und dann seht ihr hier, wie das Ganze auszusehen hat, falls bei euch was schief geht. Quasi das hier abtippen, wobei natürlich euer Directory, also euer Arbeitsverzeichnis, das muss hier natürlich angepasst werden. Ja, das muss natürlich auf euren Code verweisen. In den meisten Fällen ist es aber das Einfachste, wenn ihr hier einfach auf diesen grünen Play-Button geht und dann auf Run Main.main. So, und dann seht ihr hier unten ein kleines Bild, das dauert ein bisschen und dann steht hier plötzlich Hallo Welt 42. Wundervoll und fertig ist das Ganze. Nein, natürlich sind wir noch nicht fertig. Das war quasi der Grundbaustein. Ihr habt euer erstes Java-Programm ausgeführt, okay? Und das ist ziemlich cool. Aber wir sind natürlich noch nicht am Ende. Wir können noch nicht Java programmieren und das wollen wir ja heute lernen. So, zunächst einmal, natürlich sollte nicht euer kompletter Code in diese Void Main rein, sondern ihr wollt den verteilen, ja? Und dazu gibt es mehrere Methoden. Zunächst einmal, normalerweise berechnet man ja irgendwas in seinem Code. Also zum Beispiel, wenn ihr sagen wir mal, ihr wollt ein Tic-Tac-Toe schreiben und das ist auch das, was wir heute machen wollen. Quasi an diesem Projekt werde ich euch erklären, was wir alles genau oder wie Java funktioniert. Und ihr könnt das natürlich absolut mitprogrammieren. Wenn ihr einen Tic-Tac-Toe schreibt, dann müsst ihr natürlich berechnen, wo möchte der User jetzt hinsitzen. Hat der gewonnen quasi, also der Benutzer, und müsst das dann dementsprechend auch ausgeben. Das heißt, ihr habt eigentlich mehrere Schichten eures Programms, ja. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass ihr euren Code auch nicht alles in die Main reinschreibt, sonst wird das sehr, sehr unübersichtlich und echt nicht schön. Und ja, deswegen fangen wir jetzt einfach mal direkt an, würde ich sagen. Wir brauchen als allererstes mal die Variable, wo denn eigentlich unser Spieler hingesetzt hat, okay? Und das machen wir. Zunächst einmal müssen wir definieren, okay, wir wollen jemanden spielen lassen. Wir haben zwei Spieler, das heißt, wir haben hier eine 0 oder eine 1. Ja? Wenn wir eine 0 haben, will der erste Spieler spielen. Wenn wir eine 1 haben, darf der zweite Spieler spielen. Das heißt, wir fangen mit dem ersten Spieler an. So, jetzt zunächst einmal grundlegend, das ist eine Variable, okay? Diese Variable, da kann man Sachen reinspeichern und sie hat den Typ int. Das bedeutet, man speichert ganze Zahlen rein, keine Kommazahlen. Hinten kommt immer ein Semikolon in Java hin. Hinter jede Zeile, die ihr schreibt, außer, das habt ihr hier schon gesehen, hinter Funktionen, da hinten dran, also hinter geschweifte Klammern, kommt, also generell, wenn ihr eine geschweifte Klammer zumacht, kein Semikolon, ansonsten eigentlich, und wenn ihr sie aufmacht, auch nicht. Aber ansonsten eigentlich immer. Also wir werden das auch natürlich ein paar Mal noch sehen. Okay, so, und jetzt haben wir hier quasi schon eine ganze Zahl da reingespeichert, eine 0. Und auf diese ganze Zahl können wir später drauf zugreifen, weil, ja, wir haben die Möglichkeit, weil wir sie abgespeichert haben. Euer Code wird immer von oben nach unten ausgeführt und er fängt in der Main an. Das heißt, das ist die erste Zeile Code, die ausgeführt wird. Das ist die zweite und so weiter und so fort. Das Ding hier wird nicht direkt ausgeführt, das bekommt ihr, naja, quasi intern so ein bisschen geliefert. Also ihr bekommt schon ausgeführt, da kommen wir nachher noch drauf, okay? Das zweite ist, wir wollen jemanden als Sieger betiteln können und das machen wir hier. Wir schreiben uns einen String, das ist eine Zeichenkette, haha, String, ne? Und die kann zum Beispiel so aussehen. Also das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Sekunde, das ist eigentlich ein guter Ort, um das zu machen. Grundsätzlich bin ich immer der Sieger, ja, und ihr könnt hier meinen Namen eintragen, ist immer so. Übrigens könnt ihr mich auch gerne abonnieren und liken. Und wir haben hier eine Zeichenkette reingepackt. Das heißt, wir haben hier mehrere Buchstaben hintereinander. Und außenrum sind eben diese Anführungsstriche, das ist ein String, eine Zeichenkette im Endeffekt. Und die speichern wir in der Variable mit dem Namen Winner und wir müssen natürlich den Typ angeben. String bedeutet Zeichenkette. So, aber wir haben gerade hier ein Null gesehen, das ist auch tatsächlich das, was wir hier brauchen. Null bedeutet einfach, ist noch nicht vorhanden, ja. Oder setzen wir irgendwann später. Und das werden wir vielleicht auch noch irgendwann später brauchen, weil am Anfang gibt es ja noch keinen Gewinner, oder? Okay. So, und jetzt haben wir natürlich den nächst schwierigeren Datentyp, nämlich, naja, wir können auch mehrere Datei oder Daten quasi in einen Datentyp reinspeichern. Die Dinger nennen sich Arrays. Und Arrays sind tatsächlich gar nicht so ohne, weil man ein bisschen braucht, bis man sie wirklich so verinnerlicht hat. Das heißt, hier ist wirklich Üben angesagt. Wir speichern uns einen String Board. Und dieses Board ist quasi unser Spielbrett, okay? Und in diesem Spielbrett, naja, wollen wir natürlich mehrere Sachen reinspeichern. Und zwar, Tic-Tac-Toe besteht, ich mal das mal ganz kurz hier unten auf. Tic-Tac-Toe besteht normalerweise aus Feld, ich mache das mal ganz kurz fertig.
So, ihr seht, das Ding besteht aus einem Feld, einem Feld, einem Feld. Und jedes Feld kann quasi jemand reinsetzen. Also hier kann entweder eine 0 oder eine 1 stehen. Je nachdem, ob Spieler 1 oder 2 reingesetzt hat. Und wenn einer 3 Stück in einer Reihe hat oder diagonal hat oder eben nach unten hat, dann hat er quasi gewonnen. So, und das heißt, wir haben eigentlich 9 Felder. Übrigens, das, was wir hier sehen, ist ein Kommentar. Ja, ihr könnt solche Kommentare mit einem Slash und einem Stern aufmachen und mit einem Stern und einem Slash zumachen. Wenn ihr mehrzeilige Kommentare habt, dann macht ihr einfach hier 2 Sterne hin und jede Zeile, wo ein Kommentar ist, macht ihr einfach noch ein Sternchen hin. Das sind sehr sinnvolle Dinge, denn damit kann man sozusagen sich anmerken, okay, das Ding hier, übrigens so geht's auch, aber ihr könnt auch das Ganze so machen, das ist eigentlich auch ganz gut. Ihr könnt hier anmerken, hey, hier wird der Spieler gespeichert, der gerade am Zug ist, okay? Damit könnt ihr quasi euch merken, was ist, also damit ihr es quasi nicht vergesst. Und ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt, Kommentare kann man weglassen, nein, kann man nicht, glaubt mir. Wenn ihr in einem halben Jahr drauf guckt, keine Chance mehr. Ohne Scheiß, ich kann meinen Code von vor ein paar Jahren nicht mehr lesen, das ist quasi unmöglich. Okay, wir haben hier 9 Felder drin, in die wir diese Spielzüge einspeichern müssen. Das heißt, wir müssen irgendwie 9 Felder machen. Aber jetzt hier 9 Variablen anzulegen, ist echt nicht so geil, ne? Und deswegen wollen wir hier tatsächlich in unserem Board, und ich nenne das jetzt hier mal ein Int-Board, wir wollen hier 9-mal die Möglichkeit haben, reinzuspeichern, ja, also wir wollen quasi 9 ganze Zahlen drin haben, deswegen geben wir ihm hier so Klammern mit und sagen ihm, okay, hier ist jetzt mehr als nur eine Variable drin und wir hätten ganz gerne, dass da 9 Stück drin sind. Das machen wir so, new, euer Datentyp, also es kann auch ein String sein, kann alles sein, was ihr haben wollt, ja, da kann wirklich jeder Datentyp hin. Und dann eben die Anzahl in diese eckigen Klammern. Das sind eckige Klammern, das ist ganz wichtig. Und damit habt ihr quasi festgelegt, wie viel ihr da reinspeichern könnt. Das könnt ihr nicht mehr verändern, das ist jetzt für immer und ewig 9 Stück. So, und euer erstes Dingens, also das erste Element, was ihr reinspeichert, das ist über 0. Das heißt, ihr könnt jetzt hier auf das Board zugreifen und sagen, Board von 0 ist gleich, naja, erstmal 0, weil niemand reingesetzt hat. Beziehungsweise sagen wir erstmal -1 für die Leute, die nicht reingesetzt haben. Und dann haben wir Board von 1 ist gleich -1. Das ist irgendwie ein bisschen nervig, oder? Wir hätten ganz gerne, dass alle mit -1 initialisiert werden, so nennt sich das. Und deswegen, naja, wir wollen überall -1 drin stehen haben, wenn wir uns aber mal das Ganze angucken. Ihr könnt euch übrigens auch Variablen ausgeben lassen, indem ich hier System, kleiner Einschub hier, .out.println, indem ihr euch zum Beispiel hier das Board ausgebt. Sieht dann allerdings bei dem Board so aus. Es funktioniert auch nicht richtig offensichtlich. Ihr könnt euch aber zum Beispiel normale Dateien, normale Variablentypen, also wie so ein Integer oder ein String, die könnt ihr euch direkt ausgeben lassen. Die sieht man dann auch, da sieht man dann einfach eine 0. Also einfach hier den Namen reinschreiben. Wenn ihr das ganze Ding in Anführungsstriche schreibt, dann wird natürlich Turn ausgegeben und nicht die Variable hier. Okay, so, und wir sehen offensichtlich, naja, das Board lässt sich auch nicht richtig ausgeben. Das ist definitiv nicht geil, okay? Was wir jetzt also machen müssen, ist, wir müssen hier irgendwie drinnen schreiben, dass wir ganz gerne für alle Felder hier eine -1 hätten und wir würden gerne alle Felder von diesem Board ausgeben, denn das werden wir ein paar Mal tun müssen. So, und deswegen sagen wir jetzt hier, okay, wir wollen alle befüllen und dazu gibt es Schleifen. Schleifen tun etwas eine gewisse Zeit lang oder eine gewisse Häufigkeit, ja. Und deswegen sagen wir hier jetzt, okay, wir wollen das eine gewisse Zeit lang machen, das machen wir mit einer Vorschleife. Wir sagen, wie oft wir das machen wollen, indem wir hier uns eine Bedingung und so weiter definieren. Das heißt, for int i gleich 0. Also wir sagen erstmal, wir haben einen neuen Integer, den wir davor nie gesehen haben, den nennen wir i für Iterator, aber das müsst ihr euch nicht merken. Ihr könnt das Ding nennen, wie ihr wollt, ihr könnt auch hier ein Hans-Peter draus machen. Also für unseren int Hans-Peter, den setzen wir erstmal am Anfang auf 0. Dann kommt ein Semikolon, das ist wichtig, sonst funktioniert das ganze Ding nicht. Und wir wollen durch das ganze Array, also das Ding hier ist ein Array, wir wollen durch das ganze Ding durchlaufen. Das heißt, wir sagen, wir wollen unser i, solange es kleiner ist als eben Board.Länge. Und das heißt, sofern wir noch nicht am Ende unseres Spielbretts angekommen sind, wollen wir da durchlaufen. Jedes Mal, wenn wir den Code hier drin in dieser Schleife gemacht haben, wollen wir dieses i um 1 erhöhen. Das ist quasi die Definition. Achso, halt, ich habe es Hans-Peter genannt. Ich sollte es via i nennen. Jedes Mal wollen wir dieses i 1 erhöhen. Das heißt, am Anfang ist es 0, dann wächst es um 1 und dann ist es
1, dann ist es 2, dann ist es 3, dann ist es 4 und so weiter und so fort, bis es dann irgendwann mal 9 ist und dann sagen wir ja, 9 ist aber nicht kleiner als 9, weil wir haben ja hier eine Länge von 9, die haben wir hier angegeben. Also 9 ist offensichtlich dann zu groß, also hören wir auf mit dem Code und machen dann hier unten weiter. Das heißt, i ist alle Elemente von 0 bis 8 hier drin in dieser Schleife. Und bei 9 springt es mir dann hier raus. Also es hört auf, diese Schleife auszuführen und macht dann hier unten mit diesem System.out.println, was ich gerade schreibe, weiter. So, okay. Und jetzt sagen wir hier tatsächlich, wir wollen, dass unser Board an der Stelle i, wobei ja i 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist, minus 1 ist, ja. Das heißt, unser Board von 0 ist minus 1, unser Board von 1 ist minus 1, unser Board von 2 ist minus 1, unser Board von 3 und so weiter und so fort, bis unser Board von 8 minus 1 ist. Unser Board von 9, ja, das gibt es eh nicht mehr, weil wir haben nur 9 mal Platz und wir fangen ja bei 0 an zu zählen. Also springen wir da direkt raus und sagen, das war's. Okay, und ja, dann landen wir offensichtlich hier und wir gucken uns das Ganze mal an. Und ja, wir machen quasi einfach nichts anderes, außer hier Ende auszugeben, denn da haben wir ja nichts ausgegeben. Das ist jetzt alles nur intern, das sind irgendwelche Berechnungen, die man sonst nie sieht, ja. Und genau, das ist im Endeffekt alles, was wir hier brauchen. So, wenn wir jetzt mal unser Board uns angucken wollen, dann müssen wir das ganze Board ausgeben und das machen wir jetzt in einer separaten Funktion. Diese Funktion, die ist dazu gut, dass wir hier tatsächlich sagen können, wir wollen gerne jederzeit unser Board angucken, indem wir einfach diese Funktion aufrufen. Also ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Stück Code, das man mehrmals einfach copy-pasten kann, ja. Und ich copy-paste dann das zum Beispiel hier rein und sage, yo, ich würde das gerne hier machen. Wir haben eigentlich sogar schon Funktionen benutzt, nämlich dieses Println hier ist auch eine Funktion. Und das ist eigentlich gar nicht so komplex. Nur selber eine Funktion zu schreiben, da muss man ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Und zwar sagen wir hier, okay, wir wollen ganz gerne hier eine öffentliche Funktion haben. Jeder kann drauf zugreifen. Static Void. Und also Static bedeutet, Static komme ich nachher zu. Void bedeutet, komme ich auch nachher zu. Und dann sagen wir hier Print Board. Ja? Print Board. Wir sollten uns natürlich richtig schreiben. Und dieses Print Board, wir sehen es hier, wenn eine Funktion aus 2 Wörtern besteht, dann schreibt man normalerweise den ersten Buchstaben klein und von jedem neuen Wort, wie zum Beispiel hier Board, schreibt man den ersten Buchstaben groß. Es gibt auch andere Schreibweisen, wie zum Beispiel Bodenstrich und dann ein kleines b, macht man aber in Java nicht. Das macht man zum Beispiel in Python und ja, in Java wie gesagt nicht. Okay, und was wir jetzt hier bekommen als Parameter, wobei, wir gucken erstmal ganz kurz, was so eine Funktion ist, okay? Das machen wir nachher mit dem Parameter. Und wir sagen jetzt hier einfach system.out.println. Hier ist dein Board. Okay, und wir wollen jetzt, dass diese Zeile Code hier quasi hier rein kopiert wird. Das machen wir natürlich nicht über Copy-Paste, sondern wir wollen das häufiger machen. Wenn wir hier irgendwas an diesem Code ändern, soll sich sofort alles ändern. Das heißt, wir wollen nicht 100 Mal Copy-Pasten. Es könnte ja sein, dass wir unseren Code hier wirklich mehr als 100 Mal hier rein kopieren in diese Main und dann wird es unübersichtlich auf der einen Seite und wenn wir was ändern hier an diesem Print-Board, weil offensichtlich geben wir ja hier noch nicht das Board aus, dann ist es nicht so spaßig, hier wirklich alles anzupassen. Deswegen wollen wir hier nur diese Funktion aufrufen. Und das machen wir einfach über PrintBoard. Einfach PrintBoard, also den Namen der Funktion, Klammer, Klammer, Semikolon, fertig. Ja? Und wenn wir jetzt diesen Code hier ausführen, dann sehen wir, dass erst Ende ausgegeben wird. Das ist dieses Ende hier. Und dann rufen wir diese Funktion auf. Das heißt, wir springen hier rein und machen das, was hier drin steht. Das, was außen drum steht, da passiert quasi nichts. Aber das, was hier drin steht, das machen wir. Hier können wir Berechnungen machen, hier können wir alles machen, was wir wollen. Und das ist quasi unsere Funktion. Ja, und die gibt aktuell leider nur, hier ist dein Board aus. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass unser Board tatsächlich ausgegeben wird, nicht irgend so ein komisches Ding. Und deswegen brauchen wir einen Parameter. Das heißt, wir müssen dieser Funktion sagen, was genau sie denn ausgeben soll. Und die berechnet das dann für uns. Okay, das heißt, was wir hier bekommen als Parameter ist ein Board. Und dieses Board hat natürlich den Dateityp oder den Typ, nicht Dateityp, Entschuldigung, den Typ int, Klammer, Klammer. Also es ist ein Integer Array, ja. Und dieses Integer Array, das nennen wir hier drin einfach mal mein Board. Ich kann das nennen, wie ich möchte. Das ist quasi der Name, den ich hier drin dann verwenden kann.
So, und was ich jetzt hier machen möchte, ist, ich möchte jedes einzelne Element meines Boards ausgeben, wie ich das hier oben gemacht habe. Das heißt, ich mache als allererstes mal ein System.out.println, also ich gebe was aus, und zwar gebe ich aus mein Board an der Stelle 0, mein Board, Entschuldigung, nicht Board, mein Board, ups, Merinboard, mein Board von 0, ja, das ist quasi das Ding hier. Und dann gebe ich aus ein Zeichen, dass ich weiß, dass das erste Feld war. Und dann gebe ich mein nächstes Zeichen aus, also mein Board von 1. Dann gebe ich das nächste Zeichen, oder dann gebe ich hier dieses Endezeichen aus. Und dann gebe ich mein Board von 2 aus. So, dann brauche ich eine neue Zeile. Das gibt mir immer hier genau eine Zeile aus. Mit Println meine ich genau eine Zeile. Und danach sage ich, okay, hier brauche ich natürlich noch die anderen 2 Zeilen. Also einmal mein Board von 3, von 4 und von 5. Dann von 6, von 7 und von 8. Und dann ist mein Board ausgegeben. Allerdings bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich will ja auch noch diese wunderbaren hier Bodenstriche ausgeben. Das Ding hier will ich haben. Und deswegen sage ich hier, ich will diesen Bodenstrich ausgeben. Und das kopiere ich mir jetzt und rufe das so auf. So, wunderbar. Und wenn ich jetzt hier meine Funktion printBoard aufrufe, dann sehen wir hier diese roten Kringel unten drunter. Das ist ein Fehler. Das heißt, wir können den Code jetzt gerade nicht ausführen, weil wir haben hier kein Board angegeben, was ausgegeben werden soll. Und deswegen sage ich jetzt hier, gib doch mal bitte mein Board aus. Und achtet auch darauf, hier heißt das Ding Board, hier unten heißt es mein Board. Die sind absolut nicht wichtig, wie man die nennt, ja. Hier oben müsst ihr nur denselben Namen haben wie bei dieser Variable. Das heißt, hier greift ihr auf dieselbe Variable zu, also auf dieses int-Board-Teil, dieses int-Array. Und hier unten bekommt das einfach einen neuen Namen. Namen sind Schall und Rauch in Java, das ist völlig egal, wie ihr die nennt in der Funktion. Ihr müsst nur immer konsistent bleiben, also quasi hier oben muss das Ding mein Board heißen, dann muss es hier und hier und hier eben auch mein Board heißen. Wenn ich das jetzt hier Hans nenne, dann funktioniert es nicht mehr. Dann seht ihr, das wird instant alles rot. So, und deswegen alles mein Board nennen, wunderbar. Aber hier oben habe ich meine Variable Board genannt, also muss ich hier überall alles Board nennen. Und so einfach ist das. Okay, wenn ich das jetzt hier also neu starte, dann sehen wir hier, wenn ich jetzt mein Board ausgebe, dann kriege ich hier -1, dieses Ding hier, -1, dieses Ding hier, ich weiß nicht, wie das Zeichen heißt, es tut mir leid, dann Bodenstriche und dann wieder -1 und so weiter und so fort. Und das ist jetzt tatsächlich mein Board. Wenn sich jetzt allerdings mein Board mal ändert, also zum Beispiel setzt ein Spieler an die Stelle 4, zum Beispiel der Spieler 1 setzt dahin, ja, dann wird diese Änderung auch richtig ausgegeben, ohne dass ich irgendwas hier ändern muss. Das heißt, wir haben jetzt hier eine 1 ausgegeben und wir sehen, der Spieler hat da tatsächlich hingesetzt jetzt gerade. Und das ist ziemlich cool. So, aber noch haben wir keine Spielerinteraktion drin. Das müssen wir natürlich erstmal noch alles schreiben. Und auch das hier, wir wollen ja natürlich dem Spieler 1 keinen Vorteil geben. Das wäre ja unfair. Deswegen machen wir das wieder raus. Okay, das ist aber schon mal wichtig. So, das heißt, wir wollen jetzt die Spieler haben, ja. Und die Spieler, die sollen bitte so lange spielen, bis wir tatsächlich hier einen Sieger herausgefunden haben. Und ja, das machen wir tatsächlich hier drin einfach in unserem Main. Das heißt, wir sagen jetzt hier, wir wollen diese Leute spielen lassen. Und das machen wir mit einer While-Schleife. Eine While-Schleife ist wie eine For-Schleife, nur dass sie eben nicht direkt noch ein int-i definiert und ein i++ macht, sondern sie hat halt einfach nur eine Bedingung. Und das heißt, diese While-Schleife soll ausgeführt werden, solange unser Winner gleich null ist. Und das ist eine Überprüfung. Und wir überprüfen jetzt quasi, ist denn die Variable Winner gleich null? Und wenn die Variable Winner gleich null ist, also das, was wir hier oben gesagt haben, dann führen wir diesen Code aus. Und irgendwann in diesem Code sagen wir Winner gleich Player1, okay? Und sobald Winner gleich Player1 ist, dann ist es offensichtlich nicht mehr gleich null, weil wir haben ja hier jetzt einen anderen Wert reingeschrieben und das heißt, wir hören auf, diese While-Schleife hier durchzuloopen, ja, also durchzuführen die ganze Zeit. Okay, aber natürlich wollen wir nicht einfach direkt sagen, der Spieler 1 hat gewonnen, sondern wir wollen tatsächlich hier erstmal die Spieler spielen lassen. Und das machen wir gleich. Jetzt müssen wir als allererstes mal, oder jetzt möchte ich zunächst einmal mit euch eine einfachere Methode schreiben oder eine einfachere Funktion. Und zwar möchte ich mit euch eine Funktion schreiben, um zu überprüfen, ob jemand gewonnen hat. Und das machen wir,
in einer separaten Funktion. Das heißt, wir schreiben uns wieder mal hier ein public static void check winner, ja, die nennen wir einfach mal so. Und die braucht selbstverständlich auch wieder unser Board, damit wir drauf zugreifen können. Ich nenne das jetzt hier drin mal Board, aber wie gesagt, es ist völlig egal, wie ihr das nennt. Wir müssen nur mit demselben Namen dann drauf zugreifen hier. Okay, und wir wollen hier drin überprüfen, ob jemand gewonnen hat. So, und was wir jetzt hier machen ist, wir geben hier zurück, wer gewonnen hat. Das heißt, was wir hier machen ist erstmal, wir gehen das Board durch, ja. Wir überprüfen folgende Bedingungen. Also, wann hat man denn bei Tic-Tac-Toe gewonnen? Wenn man da gewonnen hat oder wenn man hier was hat oder wenn man hier, also da und da was hat oder wenn man da und so weiter und so fort. Also, es gibt im Endeffekt die Möglichkeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Es gibt 8 Möglichkeiten hier offensichtlich. Und die müssen wir jetzt alle programmieren, ja? So ist das nun mal. Okay, also sagen wir hier als erstes, ja gut, wie machen wir denn das? Wie können wir was überprüfen? Naja, zunächst einmal brauchen wir hier ein int mit dem Winner, okay? Der Winner kann entweder 0 oder 1 sein oder eben -1, falls noch niemand gewonnen hat. Und dann überprüfen wir das Board. Und das machen wir mit if. If kannten wir bisher noch nicht. Das ist eigentlich was ich normalerweise früher zeige. Aber ich wollte das jetzt mal in so einem normalen Workflow eben zeigen. Und zwar, wir wollen überprüfen, ob die Werte in dem Board irgendwie miteinander gleich sind. Und das heißt, wir sagen hier, das Board an der Stelle 0. Naja, ich kopiere mir mal das hier runter, ja, damit wir auch das Ganze direkt sehen können und nachvollziehen können. Okay, erste Siegbedingung nehmen wir die hier. Das heißt, das Board an Stelle 0 muss dasselbe sein wie das hier, muss dasselbe sein wie das hier, ja. Und dann muss es natürlich noch größer sein als 0. Also hier darf kein Hashtag oder -1 stehen, sondern es muss natürlich entweder 0 oder 1 da sein. Also Board von 0 gleich Board von 1. Die beiden müssen gleich sein. Das machen wir mit diesem gleich. Achtung, nicht ein Gleichheitszeichen setzen, sonst würdet ihr den Wert von Board 1 in Board 0 reinschreiben. Das dürft ihr hier drin nicht. Ihr müsst hier überprüfen, ob die wirklich dasselbe sind. Und das macht ihr mit diesem gleich. So, das heißt, wenn Board 0 und Board 1 dasselbe sind, ja, dann haben wir schon mal die halbe Miete. Jetzt brauchen wir noch hier den dritten Stein und das machen wir auch in diesem if hier drin. Das heißt, wir wollen überprüfen, ob die dann auch gleich sind. Das heißt, wir fragen hier, ist denn Board von 0 auch gleich Board von 2? Und wenn Board von 0 gleich Board von 2 ist und Board von 0 ist gleich Board von 1, ja, dann ist automatisch auch Board von 1, also der mittlere Teil, gleich dem rechten Teil, weil die beiden sind gleich und das ist auch gleich. Das haben wir hier geprüft mit der hier und der hier. Und die beiden verknüpfen wir mit einem und. Und dieses und bedeutet, sowohl diese Sache hier als auch diese Sache hier müssen beide erfüllt sein. Also sowohl Board von 0 muss gleich Board von 1 sein, als auch, und das muss beides gelten, Board von 0 muss gleich Board von 2 sein. Und dann brauchen wir noch eine Bedingung, denn es könnte ja sein, dass wir hier -1 drin stehen haben. Das heißt, was nicht drin stehen darf, Board von 0, was ja dasselbe ist wie Board von 1 und Board von 2, das darf nicht gleich sein -1. Da darf nicht -1 drin stehen. Denn -1 ist kein Spieler, -1 bedeutet nicht besetzt. Ja? Okay. Falls das der Fall ist, machen wir den Code hier drin. Das heißt, wir brauchen hier diese geschweiften Klammern, um zu sagen, das ist der Code, der da drin steht. Okay, das ist unser erster Fall. Wer hat denn dann gewonnen? Ja, dann hat offensichtlich gewonnen der an Board von 0 steht. Weil da steht ja dann entweder eine 0 oder eine 1 drin. Also hat derjenige gewonnen. Okay, nächster Fall, else if. Das ist quasi unser zweiter Fall. Hier können wir auch wieder sagen, ja, wann hat man denn sonst noch gewonnen? Naja, natürlich hat man auch gewonnen, wenn man Board von 0, Board von 3, von 4, von 3 und von 5, wenn die alle drei gleich sind und wenn das auch wieder nicht gesetzt ist, also wenn es auch wieder entweder 0 oder 1 ist, sprich ein Spieler dahingesetzt hat, dann hat man ja auch gewonnen. Und dann können wir hier das Ganze auch einfügen.
So, perfekt. Und damit haben wir schon unseren zweiten Fall. Und durch dieses else-if gehören die beide jetzt auch zusammen. Das heißt, wenn ihr hier sagt if, also falls dieser Fall eintritt, dann setzen wir den Sieger, dann ist völlig egal, was danach kommt. Dann ist das der Sieger, dann wird dieses else-if gar nicht mehr ausgeführt. Während wenn ich hier sage, das ist nicht eingetreten, also zum Beispiel hier oben waren die beiden halt nicht gleich, dann wird hier einfach weitergeguckt, stimmt da was und dann wird weitergeguckt und so weiter und so fort, okay? Und ja, wir haben dann eben mehrere Fälle sozusagen, was alles eintreten kann. Ich kopiere das Ding jetzt hier mal und würde euch als kleine Übung geben, programmiert euch mal die anderen Siegbedingungen hier rein, okay? Und ja, wir hören uns gleich wieder. Gut, also hier mal ganz kurz die Siegbedingungen. Das hier ist die erste Zeile sozusagen. Das hier ist die erste Zeile, also quasi 0, 1 und 2. Dann haben wir hier 3, 4 und 5. Achtet immer darauf, dass ihr hier auch wirklich anpasst, welcher Sieger dann gewählt wird. Also hier, wenn die zweite Zeile wichtig ist, also diese hier, dann muss ich natürlich auch sagen, ja, der Sieger, der ist quasi der dieses Zeichen hier gesetzt hat, weil dieses Zeichen sind ja dieselben. Aber ich darf halt nicht den Sieger wählen aus dem Zeichen hier oben. Deswegen ist wichtig, welches Board wir hier nehmen. Okay, dann haben wir hier 0, 4 und 8. Das sind die drei Dinger. Das ist quasi hier einmal diagonal 0, 4 und 8. Und dann haben wir eben noch die andere Diagonale 2, 4 und 6. Und dann haben wir hier die Spalten, also 0, 3 und 6 bedeutet 0, 3 und 6, ja. Und dann haben wir hier 1, 4 und 7, das ist in der Mitte runter. Und rechts runter haben wir 2, 5 und 8. Wunderbar, und damit haben wir unseren Sieger gewählt. Und dann bleibt natürlich noch eine Möglichkeit offen, und zwar, wenn ihr keinen Sieger mehr habt, also wenn quasi noch kein Sieger bestimmt ist, dann könnt ihr hier immer noch sagen, Winner ist gleich -1, wir haben ihn noch nicht gefunden. Das ist quasi der Fall, der einfach ganz am Ende ausgeführt wird, falls kein anderer Fall eingetreten ist, also falls keine dieser Ifs hier wirklich true ergeben hat, also wirklich eine wahre Aussage ergeben hat, dann bekommt ihr hier diesen else-Fall hier unten. Okay, wunderbar. Damit haben wir hier unser Java Check Winner fertig geschrieben. Das brauchen wir hier nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt offensichtlich bestimmt, wer der Gewinner ist. Aber wie geben wir denn jetzt dieses Winner eigentlich in unseren Code zurück? Wir müssen ja irgendwie bestimmen, wer denn hier gerade gewonnen hat. Und das müssen wir ja irgendwie machen. Ich weiß nicht, wie sollen wir denn das jetzt machen? Nun, im Endeffekt, diese Winner-Funktion hier, die bekommen wir zurück, indem wir return verwenden. Das heißt, wir können aus Funktionen eine Variable zurückgeben, mit der man dann arbeiten kann. Und das heißt, wir sagen hier einfach return winner. So, und das müssen wir aber angeben. Ihr seht es ja auch schon, das wird mir rot unterkringelt. Wir müssen den Typ von dieser Funktion anpassen. Void bedeutet, wir haben keinen Return-Typ, während wenn wir irgendwas anderes zurückgeben wollen, dann müssen wir das hier angeben. Wir können hier schreiben String, wir können hier schreiben Int, wir können hier schreiben Käse, wir können hier alles schreiben, nur Käse gibt es halt nicht. Also noch nicht, ihr könnt euch einen Käse schreiben, das machen wir später. Aber ja, in unserem Fall wollen wir hier einen Integer zurückgeben und dieser Integer enthält dann im Endeffekt den Gewinner, falls es denn einen gibt, oder eben -1, falls es keinen gibt. So, jetzt müssen wir hier ein kleines bisschen was anpassen, und zwar wollen wir hier den Gewinner auch über eine Zahl speichern. Der Gewinner ist am Anfang -1 und wir machen das Ganze hier, solange eben der Gewinner -1 ist. Und dann sagen wir hier, ja gut, aber wir setzen jetzt den Gewinner auf CheckWinner und wir übergeben das Board hier mit rein. Und was jetzt passiert ist, in jedem Durchlauf dieser Schleife überprüfen wir, ob jemand gewonnen hat, und falls ja, haben wir hier einen Wert anders als -1 drin und dann haben wir offensichtlich einen Gewinner. Das heißt, wir machen das Ganze so lange, bis diese Check-Winner-Funktion hier unten mir irgendein Gewinner, der nicht -1 ist, ausgibt. Wunderbar, das ist schon mal sehr, sehr cool. Und das haben wir jetzt quasi ausgelagert. Das heißt, wir haben jetzt eine Funktion geschrieben, die auch einen Return-Wert hat. Jetzt geht's weiter und wir wollen natürlich auch die Spieler spielen lassen. Wenn wir das jetzt ausführen würden, würde ja niemand hier in unserem Board jemals was verändern. Und damit hätten wir auch niemals einen Gewinner. Und damit würde diese While-Schleife für immer und immer ausgeführt werden. Ich kann das gerne mal demonstrieren. Das wird jetzt so lange ausgeführt, bis ich es abbreche. Das heißt, ihr seht hier passiert gar nichts. Dieses Printboard wird niemals aufgerufen, aber der Code läuft trotzdem. Und zwar kann ich hier drüben auf dieses rote Stop klicken, weil eben diese Bedingung hier niemals nicht wahr ist. Also, sie ist immer wahr.
weil eben dieser Gewinner immer -1 ist. Weil, ja, es kann ja niemand irgendeinen Spielstein setzen, also, ja, muss er immer wahr sein. Und das heißt, da läuft jetzt einfach die ganze Zeit die Berechnung, ob da jemand gewonnen hat. Nö, hat niemand gewonnen, nö, hat niemand gewonnen, nö, 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 nö. Und ja, das läuft halt für immer. Okay, deswegen muss ich das jetzt hier abbrechen, indem ich auf den roten Knopf drücke und dann wird das ganze Ding hier für mich abgebrochen. Jetzt müssen wir also irgendwie die Spieler entwickeln. Und ja, ich dachte mir, jetzt habt ihr mal die Grundprinzipien vom Programmieren verstanden. Also, ihr kennt Variablen, ihr kennt Strings, ihr kennt Integer, ihr kennt Boards. Es gibt auch übrigens noch Booleans, die brauchen wir jetzt aber gerade nicht unbedingt. Könnt ihr gerne bei mir in der richtigen Playlist vorbeigucken. Die sind nicht ganz so wichtig, zumindest gerade nicht. Und ihr habt Funktionen kennengelernt, ihr habt statische Funktionen kennengelernt mit Return-Typ, ohne Return-Typ. Im Endeffekt ist das hier auch bloß eine Funktion, die ja einen besonderen Namen hat. Die Main-Funktion ist halt immer die, die als erstes ausgeführt wird. Und was wir jetzt noch machen müssen, sind Klassen. Und Klassen sind sozusagen, naja, sehr wichtig in Java, okay? Das heißt, eine Klasse ist quasi wie, stellt euch vor, wie ein eigener Datentyp, ja? Ihr habt jetzt nicht nur Strings und Integer, sondern ihr habt jetzt auch eigene Datentypen. Und diese Datentypen können coole Dinge machen. Für Integer könnt ihr zum Beispiel addieren, also 1 plus 1 ist 2 und so Zeugs. Und bei eigenen Datentypen könnt ihr komplett alles bestimmen, was ihr machen könnt. Und das heißt, ihr könnt hier sagen, hey, wir machen jetzt hier eine neue Java-Klasse, also ihr geht hier auf dieses com.company und dann rechtsklicken New Java Class. Und hier könnt ihr jetzt Player reinschreiben, denn wir wollen unseren Spieler erstellen. Und dann seht ihr, ihr bekommt eine Public Class Player. Und dieser Spieler, der ist jetzt tatsächlich ein eigener Spieler, eine eigene Klasse. Und was ich jetzt hier mache ist, ich importiere mir diesen Spieler und kann mir hier für mein Spielbrett neue Spieler erstellen. Das heißt, ich sage mir hier Player A ist gleich New Player. Und das ist jetzt mein neuer Spieler. Und den kann ich Dinge tun lassen, wie ich gerade möchte. Vielleicht keine unanständigen Dinge, aber ja. Ich kann mir so viele Spieler erstellen, wie ich möchte. In meinem Fall, naja, da es ein Tic-Tac-Toe ist, brauche ich nur 2 Spieler. Also sage ich hier Player B und hier oben ist ein Leerzeichen zu viel, das fuchst mich. New Player und wieder Semikolon. Wunderbar. So, jetzt tun diese Spieler natürlich noch überhaupt nichts. Ja, die können immer noch nichts eingeben, die können gar nichts. Das ist einfach nur quasi leer. Ups. Das ist einfach nur leerer Code, der nichts tut. Das ist ein bisschen schade. Wir brauchen natürlich hier noch diese ganzen Funktionen. Wir müssen auch reinspeichern in unseren Spieler, welches, naja, was für ein Zeichen er quasi hat. Ob er 0 oder ob er 1 ist. Und das machen wir jetzt gleich. So, meine Freunde, direkt einen neuen Kaffee geholt und ja, frisch gestärkt, weiter geht's. Klassen sind ein Konzept, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ja, das gebe ich zu, die sind nicht ganz ohne. Deswegen gönnt euch da wirklich eine Weile, um das ganze Konzept zu verstehen und zu lernen. Für die Leute, die aber jetzt hier direkt sagen, yo, ich habe das Restliche komplett geil verstanden, go for it. Okay, also ihr könnt euch das ganze Ding hier erstmal vorstellen wie eine Sammlung an Werten. Das heißt, in einer Klasse definiert ihr erstmal, wie so ein Spieler eigentlich auszusehen hat. Und der konkrete Spieler, den habt ihr dann hier drüben. Ihr habt hier nämlich 2 komplett unterschiedliche Spieler eigentlich, die aber nach dem gleichen Bauprinzip gebaut wurden. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine Kochanleitung, okay? Und das hier ist das Kochrezept. Und das hier drüben ist tatsächlich dann das jeweilige Gericht. Und wenn ich hier sage, ich gebe statt 100 Gramm Mehl 500 Gramm Mehl rein, dann ist der Player B halt ein kleines bisschen fetter als der Player A. Oder ein bisschen schwerer, 400 Gramm, um genau zu sein. Und ja, dementsprechend sehen die Player dann auch wirklich eigentlich komplett unterschiedlich aus, auch wenn sie eigentlich gleich gebaut wurden. Das bedeutet, was wir hier drin jetzt als allererstes mal machen, ist, wir schreiben, was denn eigentlich so dieser Player alles, was den ausmacht. Und dazu schreiben wir uns als allererstes mal einen int Number, ja, damit wir wissen, welcher Spieler das eigentlich gerade ist. Und den, naja, den setzen wir nicht. Ja? Da sagen wir einfach nur, es existiert eine Zahl und die kommt irgendwann anders. Die müssen wir wann anders setzen. So, und dann sagen wir, okay, der Spieler hat vielleicht noch die Möglichkeit, hier eine Eingabe zu bekommen. Und diese Eingabe bekommt man in Java über einen Import, und zwar den Import java.util.scanner. Ja, Scanner. Warum schreibe ich das eigentlich klein? Okay,
Und dieser Scanner, den bauen wir uns jetzt hier quasi drin. Das heißt, wir sagen hier, und Achtung, jetzt haben wir einen neuen Datentypen zur Verfügung, weil das Ding hier ist auch eine Klasse, okay? Dieser Scanner ist eine Klasse, ähnlich wie Player. Das heißt, was wir machen ist, wir schreiben uns einen Scanner ist gleich New Scanner, gerade wie wir es bei Player auch gemacht haben. So, und jetzt braucht er hier einen Parameter, damit wir dem sagen können, woher denn der eigentlich Werte scannen soll, also wo die User-Eingabe herkommt. Und die kriegen wir aus System.in. Das ist quasi, wenn ihr hier in der Kommandozeile was eingebt, okay? So. Und das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich die Möglichkeit, Sachen einzugeben. Wir tun es noch nicht, aber wir haben zumindest die Möglichkeit, hier was Neues einzugeben. So, jetzt müssen wir noch irgendwie, also wir haben ja hier gerade diese Number schon gesehen, die ist noch nicht gesetzt. Jetzt müssen wir die irgendwie setzen. Und zwar am besten machen wir das, wenn wir den Spieler wirklich erstellen. Und das machen wir in einem sogenannten Konstruktor. Dieser Konstruktor muss einfach genauso heißen, Public Player. Der muss denselben Namen haben wie die Klasse, sonst funktioniert das nicht. Übrigens, die Klasse muss auch denselben Namen haben wie die Datei. Das heißt, das muss einfach genau Player heißen. Also wenn diese Datei Player heißt, heißt die Klasse Player. Wenn die Klasse Player heißt, muss die Datei Player heißen. Und der Konstruktor muss genauso heißen wie die Klasse, also auch Player. Und ist eigentlich im Endeffekt eine Funktion mit eben genau diesem speziellen Namen. Und hier rein ja, machen wir erstmal so. So, das ist ein vollständiger Konstruktor, allerdings tut der halt einfach gar nichts. Ja? Das ist quasi unnötig, den dann zu schreiben. Aber wir wollen ja hier diese Number übergeben. Das heißt, wir sagen jetzt hier int number und dann sagen wir hier this.number ist gleich number. Das sieht sehr, sehr komisch aus. Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Und das will ich euch ganz kurz erklären. Dieses this sagt immer, dieser aktuelle Spieler, den du da gerade manipulierst oder erstellst in diesem Fall, weil es ist ja ein Konstruktor, der wird angesprochen und zwar seine Number wird gesetzt auf Number, das ist das, was du hier in der Funktion übergeben hast. Und das heißt, wenn ich jetzt hier in der Main mir einen Spieler A mit der Number 0 und einen Spieler B mit der Number 1 mache, dann ist referenziert dieses A, also wir bekommen, wenn wir hier 0 eingeben, in this das A mit drin, also quasi uns selbst, ja. Und wenn wir hier die 1 mitgeben, dann haben wir B, also einen völlig anderen Spieler und der bekommt dann halt seine eigene Number gesetzt. Das ist ähnlich wie beim Kochen wieder mal. Wenn ich jetzt 2 Töpfe habe und ich mache dort drin Chili con Carne und ins eine schmeiße ich Mais rein und ins andere eben nicht, dann ist this immer der jeweilige Topf. Aber mein Kochrezept bleibt trotzdem eben gleich. Da steht dann drin, wenn du Bock hast, mach Mais rein. So, und ich mache natürlich immer Mais rein, ist ja keine Frage, ja. Aber das hat nichts damit zu tun, dass this der Topf einfach wirklich ist. Also der jeweilige Topf. Und in den jeweiligen Topf darf ich mich natürlich dann jeweils entscheiden, ob ich Mais reinschmeiße oder nicht. So, okay, und das ist ein vollwertiger Konstruktor, der braucht kein Void, der braucht kein Static, der braucht kein gar nichts. Wenn eine Funktion Static ist, wie sie hier drüben ist, also die sind ja alle hier Static, dieses Static bedeutet, ihr habt keine Möglichkeit auf this zuzugreifen, weil das, was ihr da drin macht, gilt für alle Spieler, also für alle, was auch immer ihr da gerade habt. Okay, aber das führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Wir haben jetzt hier eine Number erstellt und weiter geht's. Jetzt machen wir hier selbstverständlich weiter, indem wir den Spieler auch wirklich Züge durchführen lassen. Das heißt, dieses this.number, das ist jetzt gespeichert für immer, okay? Und was wir jetzt machen können, ist folgendes. Wir machen einen Zug, also wir sagen hier get turn, ja, damit wir quasi einen Zug machen. Und hier drin sagen wir einfach nur Spieler, wo willst du hinsitzen? Und das machen wir, indem wir hier sagen getTurn ist eine Funktion. Und diese Funktion gibt mir natürlich einen Integer zurück. Und dieser Integer, der gibt dann quasi an, in welches Feld ich reinsetzen möchte. Und das bedeutet im Endeffekt, ja, ich kann mich entscheiden, ob ich Feld 0, Feld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haben möchte. Beziehungsweise 9 nicht mehr. 0 bis 8 möchte ich mich entscheiden können. Und das ist eigentlich alles, was ich brauche. So, und ja, das machen wir über den Scanner. Das funktioniert auch relativ einfach eigentlich. Wir sagen hier Input ist gleich, beziehungsweise halt, stopp, wir brauchen einen Integer Input. Input ist gleich der Scanner, Punkt, also der Input
wird durch den Scanner durchbekommen. Also quasi dieses System.in, das ist quasi, ich gebe hier unten was ein. Wenn das Programm wirklich läuft, dann gebe ich da was ein und dann geht das in meinen Scanner rein und der Scanner sagt dann, yo, hier hast du die Zahl, die der Nutzer eingegeben hat. Okay, das heißt, wir sagen hier Scanner.nextInt. Also die nächste, oder bitte lies eine Ganzzahl ein. So, und eine ganze Zahl kann natürlich auch irgendwelche komischen Werte haben. Das heißt, wir können auch sagen, wir geben 42 ein, obwohl wir eigentlich nur 8 Felder haben. Das geht natürlich nicht. Das heißt, wir müssen hier sagen, if Input kleiner als 9 und Input größer gleich 0, weil 0 ist ja auch in Ordnung. Wenn das der Fall ist, dann machen wir einfach Folgendes, und zwar wir geben den Input zurück. So, dann haben wir quasi hier also quasi die Zahl, die der User eingegeben hat, zurückgegeben. Und diese Zahl ist auch eine gültige Zahl. Während, wenn das nicht der Fall ist, dann sagen wir hier, ja gut, dann bist du selber doof gewesen, dann mach bitte nochmal. Ja? Das heißt, wir geben ihm hier eine kleine Fehlermeldung aus, system.out.println, ungültige Eingabe, bitte nochmal probieren. Weil er soll ja eine Zahl zwischen 0 und 8 eingeben, beziehungsweise jeweils einschließlich. Und das bedeutet, wir müssen dem Spieler auch die Möglichkeit geben, das Ganze wieder zu machen. Also er muss dann halt einfach nochmal was eingeben. Also im Endeffekt genau das, was hier drin steht. Also er muss nochmal eine Eingabe, dann muss er nochmal hier schauen, ob wir zwischen 0 und 9 sind, und dann muss er entweder das Ganze zurückgeben oder aber er gibt wieder zurück, ungültige Eingabe, bitte nochmal probieren. Und deswegen, was wir hier jetzt tun, ist, wir rufen einfach diese Funktion nochmal auf. Wir können unsere Funktion auch intern nochmal aufrufen. Wir sagen hier einfach nochmal getTurn. Denn wenn der Spieler, also wenn er hier unten ankommt, ja, dann hat er offensichtlich eine ungültige Zahl eingegeben und das heißt, er kann es einfach direkt nochmal probieren. So, und hier passiert quasi wieder genau dasselbe. Wir fangen wieder von oben an, wir lesen wieder eine Zahl ein und wir können hier natürlich das Problem haben, dass die Zahl ungültig ist, oder wir sagen, wir haben eine gültige Zahl. Wenn wir eine gültige Zahl haben, dann gibt er mir hier tatsächlich den Input zurück. Während, wenn wir eine ungültige Zahl haben, wird einfach diese Funktion nochmal aufgerufen. Das machen wir so lange, bis der Spieler endlich mal verstanden hat, was er da tun soll. Die Ausgabe von dieser getTurn-Funktion, die geben wir hier unten auch zurück. Denn wenn er dann beim zweiten Mal eine gültige Ausgabe hat, dann hat er ja hier offensichtlich bei Return Input, dann gibt er ja einfach diesen Input zurück. Sprich, hier kommt eine gültige Zahl raus. Sprich, ich gebe genau diese Zahl zurück, die er hier eingegeben hat. Ja, und das Ganze nennt sich Rekursion, falls ihr irgendwann mal danach suchen wollt. Ihr könnt das natürlich auch mit einer Schleife lösen. Es wäre sogar wahrscheinlich die effizientere Art und Weise, aber ich will euch definitiv die Rekursion zeigen, weil sie auch in manchen Fällen sehr, sehr wichtig sein kann. Und in dem Fall ist es eigentlich ziemlich elegant, muss ich sagen, weil von der Rechenleistung her wird das jetzt nicht wirklich einen Unterschied machen. Okay, also gut, dann haben wir schon mal das. Jetzt kann der Spieler einen Zug machen. Das ist schon mal gut. Was wir jetzt also noch brauchen, ist eine Funktion, um zu gucken, ob das überhaupt ein gültiger Zug ist. Das heißt, wir sagen hier public validate turn, und hier drin brauchen wir jetzt auch die Möglichkeit public Boolean. Jetzt kommen wir zu den Booleans. Das ist ein Wahrheitswert. In einem Boolean, das zeige ich euch sofort, steht entweder, ich kann natürlich auch einfach ein Boolean so definieren, also Boolean bool ist gleich entweder true oder false. Mehr kann der nicht, das ist alles, was der kann. Der ist entweder wahr oder falsch. Und genau das wollen wir hier zurückhaben. Wir wollen entweder sagen, der Turn oder der Zug war okay oder der Zug war eben nicht okay. Und hier brauchen wir allerdings natürlich noch das Board. Und dieses Board ist wie immer ein int-Array. Und wir brauchen natürlich noch den Zug, int-Turn. Wobei man Turn dann auch klein schreiben sollte. Und dann verifizieren wir hier, dass das in Ordnung ist. Das heißt, wir sagen if Board von Turn, also wenn quasi das Spielbrett an der Eingabe, die der Spieler hier gegeben hat, wenn das gleich -1 ist, ja, dann haben wir offensichtlich die Möglichkeit und können da hinsetzen. Dann geben wir hier True zurück, dann ist okay, was der Spieler gemacht hat. Ansonsten geben wir hier False zurück, also Return False.
Und wenn ihr Return in einer Funktion drin habt, dann hört der Code da wirklich auf zu laufen. Das heißt, wenn ich hier dieses Return True habe, dann wird alles, was ich hier unten drunter habe, nicht mehr ausgeführt. Das heißt, ich kann dieses else einfach weglassen und kann hier direkt Return False haben. Denn wenn ich hier Return True habe, wird dieses Return False nie wieder ausgeführt. Das heißt, das kann ich mir einfach sparen. Okay, das ist schon mal super. Dann habe ich das, dann kann ich quasi überprüfen, ob der Zug auch wirklich in Ordnung ist. So. Okay, weiter geht's. Ja, wir wollen hier selbstverständlich dann auch das Ganze aufrufen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir gehen wieder zurück in die Main. Wir haben jetzt 2 Spieler und beide Spieler sind in der Lage, Züge durchzuführen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir sind in der While-Schleife. Die wird so lange ausgeführt, kleine Erinnerung hier, bis wir einen Gewinner haben. Und den Gewinner berechnen wir über die Funktion checkWinner. So, und ja, jetzt sagen wir hier tatsächlich, okay, Spieler A, bitte turn mal. Ja, mach mal hier einen Turn. Okay. Und wir machen jetzt einfach mal nur Spieler A gerade. Das heißt, wir sagen hier A.getTurn. So, was wir dadurch bekommen ist, wir bekommen ein Feld, wo er quasi hinsetzen möchte. Das heißt, int, ich nenne es jetzt einfach mal turnField oder sowas. Oh, Entschuldigung, das ist die Python-Schreibweise. turnField ist gleich A.getTurn. Damit haben wir quasi bestimmt, wo denn Spieler A hinsetzen möchte. Und jetzt mache ich noch was. Jetzt sage ich hier einfach, okay, ist denn das auch wirklich ein gültiger Turn? Ja? Das heißt, if a.validateTurn von meinem Board als erstes Mal und übrigens hier oben steht immer, was ihr da reinschreiben könnt. Und dann muss ich meinen Turn haben, das heißt, ich brauche meinen turnField. Und falls das auch wirklich ein gültiger Turn ist, das macht ja hier meine Turn-Funktion oder meine Validate-Turn-Funktion, dann sage ich hier, okay, dann darfst du da hinsetzen. Das heißt, Board von dem turnField ist gleich, naja, welches Zeichen hat wohl Spieler A? Das bekomme ich über a.number. Und da kann ich drauf zugreifen, wenn ich das möchte. Das heißt, ich kann hier sagen, okay, ich nehme jetzt einfach das hier von Spieler A und lasse den seinen Zug durchführen. So, und wenn es ein gültiger Zug ist, dann setze ich sein Spielbrett und dann mache ich einfach Folgendes. Ich verändere das Zeichen, ja, dieses Turn-Zeichen. Also aktuell ist es ja 0, das heißt, danach sollte es 1 sein. Also sagen wir hier, Turn ist gleich Turn plus 1. Okay, wunderbar. Damit haben wir dann unseren Turn auf 1 gesetzt. Und ja, wir haben den nächsten Spieler. Also, wann darf jetzt aber eigentlich Spieler B? A darf ja nicht immer, ja. Und wir wollen ja nach jedem einzelnen Zug, wollen wir überprüfen, ob derjenige gerade ein Gewinner ist oder ob da gerade eine Siegfunktion ausgeführt wird. Also, was wir machen ist, wir müssen das hier unabhängig von Spieler A oder Spieler B machen. Und deswegen sagen wir jetzt hier tatsächlich einfach, wir bauen uns ein Array aus Spielern, ja. Das heißt, wir sagen hier Player, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, Players ist gleich New Player Array und zwar aus 2 Spielern. Wir haben 2 Spieler, nämlich Spieler A und Spieler B und wir packen die jetzt da einfach alle rein. Das heißt, Players von 0 ist gleich A und Players von 1 ist B. So, und jetzt greifen wir einfach nicht auf A zu, sondern wir sagen hier, wir greifen auf den Spieler an der Stelle von Turn drauf zu. Denn Turn ist ja entweder 0 oder er ist 1. Und das ist schon mal relativ gut. Dann können wir nämlich hier sagen, okay, wenn Spieler B dran ist, wenn Spieler B dran ist, dann habt ihr hier auch die Möglichkeit, Spieler B ziehen zu lassen. Denn wenn ich hier Turn gleich Turn plus 1 mache, dann ist ja offensichtlich Turn gleich 1. Und beim nächsten Durchlauf meiner While-Schleife ist dann plötzlich Turn gleich 1. Also sage ich hier Players von 1.getTurn. Das heißt, Spieler B darf ziehen. Und dann sage ich nicht hier Player A.validateTurn, sondern ich sage auch hier wieder Players von Turn.validateTurn. Und damit habe ich schon relativ viel, was da eigentlich erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, automatisch weg. Das heißt, ich muss mich hier gar nicht mehr drum kümmern, welcher Spieler eigentlich gerade dran ist, außer dass ich hier diese Turn-Variable setzen muss. Jetzt habe ich natürlich das Problem, wenn Spieler B dran ist, dann ist plötzlich Turn 1. Das heißt, Turn ist danach 1 plus 1, also 2. Ich habe aber nur 2 Spieler. Ich kann keinen dritten Spieler hier plötzlich ziehen lassen. Das heißt, ich muss danach wieder schauen, dass ich hier 1 abziehe. Oder ich darf eben nur zwischen 0 und 1 laufen. Ja? Das heißt, was ich hier jetzt mache, ist, ich mache meine Berechnung
sag hier Turn plus 1 modulo 2. Modulo ist ziemlich geil, wenn ihr hier die Zahl 0 habt, modulo 2, dann ist das 0. Wenn ihr die Zahl 1 modulo 2 habt, ist das 1. Wenn ihr die Zahl 2 modulo 2 habt, ist das wieder 0. Bei 3 modulo 2, 1, 4 modulo 2 ist wieder 0 und so weiter und so fort. Also ihr sagt 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 und so weiter und so fort. Und das ist ja genau das, was wir hier haben wollen. Das heißt, wir sagen hier, wenn das Ding 0 ist, dann mach's auf 1. Also diese Zeile sagt, wenn das Ding 0 ist, mach's auf 1. Wenn das Ding 1 ist, mach's auf 0. Das ist genau das, was hier steht. Und das ist super geil, denn genau das brauchen wir ja hier. So, und das ist es eigentlich. Was wir jetzt definitiv noch brauchen, ist, wir sollten regelmäßig das Spielbrett ausgeben, damit wir auch wissen, wo die Leute hinziehen können. Und deswegen machen wir das nach jedem Zug, damit die Leute immer sehen, was hier gerade ist. Und was wir auch noch machen ist, bei getTurn sagen wir hier ein System.out.println Player und dann sagen wir hier Spieler mit der Zahl du bist am Zug. So. Und wenn wir das jetzt starten, dann sieht das zwar nicht wunderschön aus, ja, aber wir haben hier -1, -1, -1 und wir können das jetzt eigentlich mehr oder weniger spielen. Spieler 0, du bist am Zug. So, wir setzen jetzt auf 0, okay? Und dann sehen wir hier plötzlich, aha, in meinem Feld 0 steht jetzt eine 0 drin. Ich bin Spieler 0, also habe ich an das erste Feld gesetzt. Spieler 1 sagt jetzt, er möchte auf Feld 8 gehen. Dann sehen wir hier unten, aha, auf Feld 8, das ist das letzte Feld hier, plötzlich steht da eine 1, weil Spieler 1 dahin gesetzt hat. Spieler 0 ist wieder dran, also was machen wir? Wir wollen jetzt einfach mal gucken, ob man damit einen Sieg erringen kann. Dann sagen wir hier, wir wollen auf Feld 1 setzen, der Spieler setzt auf Feld 7 und schon haben wir hier 0, 0 und der ist wieder dran und hier unten haben wir übrigens 1, 1 und der sagt jetzt, er möchte auf Feld 2 setzen. So, und jetzt sehen wir, das Spiel wurde beendet, es kam halt keine Gewinnernachricht oder sowas, aber das Spiel wurde beendet, sprich hier diese While-Schleife wurde beendet, weil diese Check-Winner-Funktion, die hat mir jetzt hier meinen Sieger zurückgegeben und was ich jetzt hier unten mache ist, ich gebe mir noch aus, System.out.println herzlichen Glückwunsch Spieler und dann sagen wir hier wieder, welche Nummer wir haben, also Spieler plus Winner. Du hast gewonnen. So, und jetzt spielen wir das nochmal ganz kurz. Und wir haben hier, wir sagen 0, wir sagen 4, wir sagen 1, wir sagen 5 und wir sagen, Sekunde, wo muss ich hin? 2. So, herzlichen Glückwunsch, Spieler 0, du hast gewonnen. Das ist wunderbar und das ist genau das, was wir wollten. Und ja, das ist auch tatsächlich unser Tic-Tac-Toe. Damit habt ihr eigentlich die Grundzüge von Java durchaus verstanden. Und ich muss sagen, ich glaube, ihr habt auch eigentlich alles, was wirklich wichtig ist, um wirklich mit den Grundlagen irgendwie geilen Kram schreiben zu können, habt ihr definitiv verstanden. Jetzt gibt es natürlich noch sehr viel mehr von Java. Ich habe euch zum Beispiel nichts zur Vererbung gezeigt. Für die erfahrenen Leute, jetzt zeige ich noch ganz kurz die Schlüsselworte, ja. Ihr habt in Java die Möglichkeit, Extends zu verwenden und dann hier den Klassennamen anzugeben, Klasse 2. Damit habt ihr eine normale Vererbung. Ihr könnt keine Mehrfachvererbung durchführen, außer bei Interfaces. Interfaces macht ihr mit Implements. Interfaces sind quasi Klassen ohne Implementierung, ohne eigene Variablen. Implementierung können sie durchaus haben, eigene Variablen können sie nicht haben. Und das heißt, ihr könnt von denen dann eben Mehrfachvererbung haben und eben nur eine Klasse, von der ihr erben könnt. Interfaces haben übrigens auch das Schlüsselwort Interface, das heißt Interface, Interface einfach. Interface und dann den Namen des Interfaces und dann könnt ihr hier das ganze Ding schon schreiben. Okay. Und ja, dann gibt es natürlich noch mehr wie Generics und noch ganz, ganz viele andere Dinge. Die findet ihr alle bei mir, Multithreading und so weiter und so fort. Die findet ihr alle bei mir auf dem Kanal. Ihr könnt hier tatsächlich hergehen und runterscrollen ein bisschen zu Java-Programmierung. Ihr habt hier Java-Tutorial erste Schritte, falls es euch zu schnell war. Dann habt ihr hier drüben noch die Java Deutsch fortgeschrittenen Techniken. Da sind wirklich sehr, sehr viele Dinge an. Wir können mal ganz kurz die Playlist aufmachen.
Wir fangen hier mit Multithreading an, wir haben Debugging, wir haben Javadocs, JUnit-Tests und wirklich Objektorientierung für Profis drin. Da sind wirklich sehr, sehr krasse Sachen drin, Wildcards, generische Methoden, aber auch so Sachen wie Timer, Drucker, Exceptions und so weiter und so fort. Findet ihr alles hier, Reflections, alles dabei. Da könnt ihr gerne noch ein bisschen mehr reingucken. Wenn ihr dann Java könnt, dann kann ich euch definitiv die Android-Tutorials empfehlen. Oder falls euch Java zu altbacken ist, ja, dann kann ich euch natürlich Kotlin empfehlen. Kotlin ist quasi eine moderne Version von Java. Und wir haben hier sogar noch einige andere Dinge, wenn ihr ein bisschen Praxis haben wollt. Wir haben hier einige Algorithmen selber geschrieben, also Sortierungsalgorithmen, Bäume und so weiter und so fort. Wir haben hier zu Swing einiges gemacht. Das ist quasi eine grafische Oberfläche, die ihr dann habt. Und wir haben hier sogar mal einen Raytracer selber geschrieben, zumindest die ersten paar Grundzüge. Und wir haben ein bisschen Datenhaltung gemacht mit Datenbanken in Java. Ja, und es kommt natürlich noch mehr, das heißt, das, was ich euch hier gezeigt habe, das ist nur der Anfang, okay? Ich habe noch sehr, sehr viel geplant, ich habe aber auch sehr viele andere geile Sprachen für euch. Wenn ihr gerne Web macht, dann guckt ihr hier bei Web rein, wenn ihr gerne C machen wollt oder irgendwie Spieleprogrammierung, guckt ihr hier rein und so weiter und so fort. Security und Hacking habe ich einiges, Python ist eine super Sprache und dann natürlich noch so Sachen wie Podcasts und so weiter und so fort, aber das hat nichts mit Java zu tun, das kann ich euch nur mal so am Rande empfehlen. Und ja, das war's eigentlich von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt die Grundzüge soweit verstanden und es hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr irgendwie ganz gerne was anderes gehabt hättet oder irgendwie was anderes erwartet hättet von dem Video, dann lasst mir gerne Feedback da. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und genau, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Und vergesst nicht, mich zu liken und zu abonnieren, ihr kleinen Säcke. Und Discord, da sind sehr viele geile Entwickler drin. Alles in der Beschreibung. Guckt da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.